Nexaro zeigt den weltweit ersten kleinen Reinigungsroboter, der speziell für die Bedürfnisse der gewerblichen Reinigungsunternehmen entwickelt und zugelassen ist. Die gewerblichen Reinigungsunternehmen haben das Problem, dass sie nicht genügend Arbeitskräfte finden, und so ein Roboter kann natürlich völlig autonom früh morgens, spät abends oder nachts die Bodenreinigung übernehmen. Das heißt, das Personal ist dann frei, andere Aufgaben zu übernehmen und wird ja auch von einer Tätigkeit entlastet, die anstrengend ist und vor allem normalerweise zu sehr unangenehmen Arbeitszeiten stattfinden muss. Das ist der erste Reinigungsroboter, der speziell für die Bedürfnisse der gewerblichen Reinigungsunternehmen entwickelt worden ist. Der hat eine Zulassung dafür und es gibt auch ganz besondere Anforderungen in der gewerblichen Nutzung. Nicht nur, dass der jetzt besonders große Flächen reinigen kann, deswegen großen Staubbehälter braucht, mehr Akkulaufzeit benötigt. Die gewerblichen Reinigungsunternehmen dürfen beispielsweise auch kein lokales WLAN-Netzwerk in den Gebäuden nutzen. Die dürfen auch kein eigenes aufbauen. Deswegen war eine Kernanforderung, dass dieser Roboter ein Mobilfunkmodem eingebaut ist und darüber mit dem Internet verbunden ist. Wir benötigen diese Internetverbindung zum Konfigurieren des Roboters. Unser Produkt dafür heißt Nexaro Hub. Das ist eine Software speziell für die Bedürfnisse der Reinigungsunternehmen, und damit können die Reinigungsunternehmen eine Flotte von Robotern managen. Das heißt, konfigurieren, wann soll der Roboter reinigen, wo soll er reinigen, wo soll er vielleicht auch nicht reinigen, und auch ganz wichtig, Sie können hinterher sehen, wo der Roboter gereinigt hat, jeden Quadratzentimeter nachweisen für einen Reinigungsnachweis, das was Sie dann wiederum Ihren Kunden zeigen und dokumentieren können. Telefonica hat uns hier ein maßgeschneidertes Angebot gemacht für eine M2M-Mobilfunklösung, mit der wir hier europaweit die Roboter vernetzen können. Telefonica stand uns immer mit Rat und Tat über deren Expertenteam in München zur Verfügung, sowohl für die Entwicklung des Roboters, Konfiguration des Modems, aber auch für die Konfiguration der dazugehörigen Kite-Plattform.